Herzlich willkommen zu We Discover Together, ein Bruker-Podcast. Ich bin Lisa und ich freue mich, euch heute begrüßen zu dürfen. In diesem Podcast nehmen wir euch mit auf eine spannende Reise durch die Welt von Bruker. Gemeinsam mit engagierten Mitarbeitenden am Campus in Ettlingen und darüber hinaus werden wir euch einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen ermöglichen, indem unsere Gäste ihre persönliche Geschichte teilen. Heute ganz unter dem Motto: Fachkräftemangel, nicht bei uns. In der heutigen Folge begrüßen wir Erhan Ayan, globaler HR-Business-Partner am Standort in Ettlingen. Gemeinsam tauchen wir tief in das Thema Fachkräftemangel ein und diskutieren effektive Strategien zur Gewinnung junger Talente. Besonders im Fokus stehen dabei Karrieremessen und andere Tools des Employer Branding. Erhan wird aus seiner Perspektive wertvolle Einblicke geben, wie die Unternehmen junge Talente erfolgreich anziehen und langfristig binden können. Los geht's! Herzlich willkommen, Erhan. Schön, dass du bei uns bist. Hallo. Heute auch zum ersten Mal in unserem neuen Medienstudio am Campus hier in Ettlingen. Möchtest du dich zu Beginn mal für unsere Gäste vorstellen? Ja, natürlich, sehr gerne. Du hast es schon kurz erwähnt, Erhan Ayan, mein Name. Bin hier bei der Bruker als globaler HR-Business-Partner tätig. Bin auch relativ frisch bei Bruker, bin in diesem Jahr hier eingestiegen. Habe allerdings schon diverse Erfahrungen sammeln können in den letzten Jahren im HR-Bereich. Würde mich auch als Vollblut-HRler betiteln. Habe verschiedene Bereiche schon gesehen in meiner Vergangenheit, sei es von HR-Marketing, Recruiting, Personalentwicklung, was auch so ein bisschen mein Steckenpferd ist. Ich hatte auch das Vergnügen, die letzten Jahre in einem IT-Unternehmen die HR-Abteilung aufbauen zu können, auch mit der kompletten Bandbreite. Und vielleicht noch ein Side-Fact zu mir: Bin nebenberuflich noch an der Dualen Hochschule in Baden-Württemberg tätig, an der DHBW in Karlsruhe. Und auch in meiner Freizeit verbringe ich viel Zeit mit Menschen, was ja auch zu meinem Beruf ein bisschen passt. Habe auch diverse Trainerzertifizierungen, mache auch sehr gerne Schulungen, beispielsweise Stressmanagement, Resilienztraining, was dann auch meine Persönlichkeit, meine Person auch vervollständigt und ja, auch dazu beiträgt, dass ich meinen Beruf sehr gerne ausübe. Sehr schön. Wenn du jetzt mal nicht für Bruker arbeitest, gibt es denn dann auch noch was du gerne in deiner Freizeit tust, außer jetzt natürlich dann auch diese Zertifikate und Trainings? In meiner Freizeit schaue ich sehr gerne Filme an, Filme und Serien. Das heißt, Kino und Filme würde ich tatsächlich an Nummer eins meiner Hobbys stellen, was sich im letzten Jahr etwas gewandelt hat. Ich habe eine kleine Tochter bekommen. Natürlich krempelt es das ganze Leben um. Dementsprechend ändern sich auch die Prioritäten. Aber wenn die Kleine mal schläft, versuche ich die Zeit trotzdem für mich zu genießen. Wie gesagt, mit Kino, Film und Serien, was auch eine Leidenschaft von mir ist. Sehr schön. Dann weißt du das wahrscheinlich umso mehr zu schätzen, wenn du dann mal die Zeit dafür hast. Das auf jeden Fall. Sehr schön. Seit einiger Zeit, beziehungsweise auch seit einigen Jahren nehmen wir am Standort Ettlingen jetzt auch schon an den Karrieremessen hier im Umkreis teil. Und genau solche Veranstaltungen bieten dann auch jungen Talenten die Möglichkeit, unser Unternehmen und auch diese vielfältigen Karrieremöglichkeiten kennenzulernen, die wir hier anbieten, insbesondere Ettlingen, aber natürlich auch darüber hinaus. Und auch zu Beginn deiner Tätigkeit, auch wenn es jetzt noch nicht so lange ist, hast du da schon immer tatkräftig unterstützt. Was hat denn damals dein Interesse an der Förderung junger Talente geweckt? Ich sag's mal so, zu meiner Jugendzeit war ich natürlich auf der anderen Seite. Ich habe es genossen, auf Messen zu gehen. Es war für mich immer eine tolle Erfahrung, mit Menschen in Kontakt zu treten. Meinen ersten Schritt in die HR habe ich auch im Bereich Ausbildung Young Professionals sammeln können. Das war also mein Schritt in die HR. Habe da sehr gerne mit jungen Menschen oder mit jungen Personen zusammengearbeitet. Dementsprechend war das schon seit Beginn meiner Zeit oder in meiner beruflichen Tätigkeit immer präsent, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Dementsprechend hat es auch ergeben, dass ich sehr viel mit meinen Kollegen aus dem Marketing, aus dem HR-Marketing auf Messen gegangen bin. Es macht Spaß. Es ist für mich jetzt keine reine Arbeit, sondern ja, die Zusammenarbeit mit Menschen. Es berührt mich, sie zu prägen, denen mitzugeben, etwas mitgeben zu können, macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Von daher habe ich, wie gesagt, zu Beginn den Schritt gewagt oder den Schritt gemacht und habe daran auch sehr viel Spaß und möchte es auch weiterhin treiben. Und die Chance bei Bruker, das weiterzuführen, war natürlich eine Win-Win-Situation für alle Seiten, was man dann auch sehr gerne nutzen mag.
Genau, absolut. Also, man merkt dir es auch auf jeden Fall an, dass du da Interesse hast und ich finde das auch schön, dass dich das schon, zu Anfang deiner Karriere begleitet hat. Das ist schön, dass du dann eben gerade auch an sowas dann festhältst. Wenn wir jetzt eben von jungen Talenten sprechen, wir haben natürlich auch hier in Ettlingen eben dieses Thema Fachkräftemangel. Wir suchen stetig nach weiterer Unterstützung und deswegen gehen wir natürlich auch auf diese Karrieremessen, um da auch natürlich den Studierenden an den Universitäten Brucker als Arbeitgeber schmackhaft zu machen. Wie erlebst du denn jetzt im HR den Fachkräftemangel, speziell jetzt vielleicht auch in unserer Branche oder auch natürlich in der Region hier Ettlingen-Karlsruhe? Also der Fachkräftemangel ist ja nichts Neues. Ich denke mal, unabhängig von Branche, von Region erlebt es jedes Unternehmen mehr oder weniger. Von daher brauchen wir jetzt da im Detail nicht drauf eingehen. Da gibt es schon genug Aufnahmen, Podcasts, wissenschaftliche Untersuchungen dafür. Was mich besonders hier bei Bruker gereizt hat, zunächst mal eine Herausforderung ist, aber man wächst ja an den Herausforderungen, was mir sehr viel Spaß macht. Ich denke, unabhängig vom Fachkräftemangel, was nicht nur mit dem demografischen Wandel zu tun hat, mit der demografischen Entwicklung, sondern Bruker in seinem Metier ist sehr speziell. Wir haben da sehr spezielle Anforderungen, eine hohe Spezialisierung, was natürlich den Fachkräftemangel umso mehr verschärft. Wie gesagt, auf den ersten Blick vielleicht eine Herausforderung, aber wenn man die Fachkräfte dann begeistern kann, ist es natürlich ein besseres Erlebnis, auch zu wissen: „Okay, ich habe da was auf die Beine hingekriegt.“ Von daher würde ich das nicht nur auf den demografischen Wandel zurückführen, sondern wie gesagt, die entsprechende Spezialisierung, die spezifischen Anforderungen, die Bruker mit sich bringt, verschärft das Ganze natürlich auch in unserer Branche, was dann auch nicht einfach ist zu handhaben. Klar, also das bringt natürlich das mit. Ich meine, wir sind in einigen Bereichen sind wir Weltmarktführer. Das heißt natürlich als einziges Unternehmen, die dann auch in den Bereichen die Fachkräfte einsetzt. Du bekommst natürlich niemanden, oder wenige, sagen wir es mal so, vom Arbeitsmarkt, die dann wirklich schon wissen, wie die, Dinge bei Bruker laufen, vor allem natürlich auch eben die Arbeitsaufgaben, die, dann hier erledigt werden müssen. Ich glaube, das ist auch, ganz wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Ich glaube, wichtig ist also zumindest erlebe ich das einfach, dass man lernbereit ist. Ich glaube, das ist immer eines der wichtigsten Dinge, die man mitbringen sollte, dass man einfach bereit ist, Neues zu lernen, dass man vielleicht auch Geduld mit sich bringt, weil ich bin jetzt auch schon eine ganze Weile bei Bruker, also 9 Jahre, aber, bin immer noch nicht 100% durchgestiegen. Also, von daher Bruker hat auch als Organisation eine gewisse Komplexität. Von daher, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Du hattest jetzt eben schon diese spezielle Herausforderung angesprochen, die wir, als Unternehmen in dem Bereich haben. Was sind denn deiner Meinung nach entscheidende Maßnahmen, wie wir dem Ganzen entgegenwirken können? Also, viel hattest du eben jetzt auch schon von, Mitarbeiterbindung gesprochen. Mhm. Vielleicht kannst du da einfach noch ein bisschen näher genau eingehen. Da auf jeden Fall. Ich würde da tatsächlich sogar einen Schritt weitergehen. Du hast ja auch kurz erwähnt, Bruker ist da Weltmarktführer. Wir haben ja auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen, wie beispielsweise du, die eine sehr lange Firmenzugehörigkeit haben. Dementsprechend wird das Ganze natürlich beziehungsweise das ganze Konstrukt des Fachkräftemangels noch darin bestärkt, dass wir jetzt nicht nur Schwierigkeiten haben, die entsprechenden Leute zu finden und an uns zu binden, sondern auch das Thema Wissensmanagement. Über die Jahre sammelt sich sehr viel Wissen an, das dann auch dementsprechend beibehalten werden muss und an die nächsten Generationen oder an die nächsten Kollegen weitergegeben werden müssen. Von daher zielen meiner Meinung nach primären Maßnahmen darauf hin, zunächst mal die Leute zu finden, die Person zu finden, diese dann auch langfristig an uns zu binden und im nächsten Step auch das Wissensmanagement, was auch essentiell ist, meiner Meinung nach auch zu betreiben. Die bekanntesten Maßnahmen sind wahrscheinlich die Außenweiterbildung, wo wir auch sehr viel investieren, zum einen in die Zukunft, aber auch in unsere Mitarbeiter, damit die auch immer up to date bleiben, immer, am Stand der Dinge bleiben, sich auch persönlich entfalten und weiterbilden können. Die üblichen Rahmenbedingungen auch zu schaffen, als attraktiver Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt aufzutreten. Das sind die klassischen Maßnahmen wie flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Optionen, Schaffung eines positiven Arbeitsumfelds, was mir auch sehr gut gefällt bei BUKA, was auch Vorreiter in der Branche ist, betriebliche Gesundheitsförderung da voranzutreiben, Weiterbildungsangebote anzubieten und dadurch auch die Attraktivität des Arbeitsplatzes voranzuführen.
Was meiner Meinung nach auch sehr wichtig ist, auch, ja, etwas 'n ungenutztes Arbeitskräftepotenzial ist das Thema ältere Arbeitnehmer. Wir haben sehr viele motivierte Kollegen, Kolleginnen, die vielleicht kurz vor der Rente stehen. Auch diese zumindestens in Teilzeit über den Renteneintritt zu beschäftigen oder auch Teilzeitkräfte, die auch nutzen zu können, die auch dementsprechend, im Rahmen des Jobsharings beispielsweise, einbinden zu können oder auch Menschen mit Handicaps. Diese stellen oftmals auch ungenutzte Potenziale dar. Und wenn man dann gezielte Maßnahmen einsetzen kann, wird es dann auch möglich, diese Gruppen besser in den Arbeitsmarkt zu integrieren und dementsprechend auch dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Und natürlich ganz wichtig, die Förderung der nächsten Generation. Wir haben sehr viele junge Talente, die sich auch für die Wissenschaft, begeistern. Und, wenn man diesen dann auch entsprechende Karriereperspektiven ermöglichen kann, diese auch aufzeigen kann, können wir dann auch eine wichtige Rolle einnehmen, um auch die Fachkräfte für die Zukunft dann für sich gewinnen zu können. Super, genau. Also, was mir dabei immer einfällt, also bevor wir jetzt auf die nächste Generation gehen, würde ich gerne noch mal eben zurückgehen zu dem, was du gesagt hattest, eben auch über die Mitarbeitenden bei uns, die jetzt eben, relativ nah an ihrem Renteneintritt sind. Und wir hatten das eben auch in der Vergangenheit schon viel, dass die auch darüber hinaus einfach Bruker verbunden bleiben, noch weiter Interesse haben, diese Forschung voranzutreiben. Und ich finde das wahnsinnig beeindruckend, dass man mit so viel Leidenschaft bei der Sache ist. Also von daher bin ich da absolut bei dir. Das sollten wir fördern. Da sollten wir gucken, dass wir diese Potenziale nutzen. Und da eben ganz wichtig, dass da auch diese Wertschätzung, den Mitarbeitenden entgegengebracht wird, damit wir da vielleicht auch so ein bisschen schaffen, dieses Generationsspiel, auch hinzubekommen. Das heißt, die Generation, die vielleicht eben wieder Platz macht dann auch für die neue Generation der Wissenschaft, Forschung. Ich glaube, da, auch ganz wichtig, so ein bisschen zu vermitteln, hat auch viel zu tun natürlich klar mit diesem Wissenstransfer. Also, sobald natürlich jemand, in die Rente eintritt, dass da entsprechend das Wissen gesichert ist, weil gerade viele Mitarbeitende, so wie du auch schon erwähnt hattest, also wir haben, glaube ich, Kollegen, die sind bestimmt 30 Jahre, schon bei Bruker. Es gibt, Kollegen, Kolleginnen, die sind seit 40 Jahren bei uns. Ich glaube, ich habe auch mal gesehen, wenn wir die Jubiläen immer feiern, es gab auch schon jemanden, der 50 Jahre bei Bruker angestellt war. Also von daher wahnsinnig beeindruckend, und natürlich über die Zeit haben die Kollegen sich so viel Wissen angeeignet. Das sollte auf gar keinen Fall verloren gehen und dann eben auch natürlich der jungen Generation wieder gebracht werden. Das ist ja auch eine Bereicherung für alle Beteiligten. Ich meine, die, ich sage mal in Anführungszeichen, die älteren Kollegen, die dann ihr Wissen weitergeben können, Menschen prägen können, Menschen bereichern können. Die junge Generation, ebenfalls in Anführungsstrichen, die dann auch von ihren Kollegen, die sehr erfahren sind, auch das Know-how mitnehmen können, da auch eine Bereicherung erfahren können. Das ist theoretisch dann eine Win-Win-Situation für beide Parteien. Wenn man es noch ein bisschen ausweitet, kann man dann auch eine Win-Win-Situation, daraus erzielen, wenn dann auch das Unternehmen davon profitiert und auch, ja, davon profitiert. Definitiv. Also, ich glaube, da sollten wir auf jeden Fall weiterhin, uns darauf fokussieren oder ansetzen. Und, genau, du hattest neue Generation angesprochen. Erlebst du da eine Veränderung, was auch die Ansprüche angeht? Also, natürlich hat jeder Arbeitnehmer auch gewisse Ansprüche an sein Unternehmen oder Arbeitgeber. Erlebst du da jetzt mit diesem Wechsel zu dieser neuen Generation auch Veränderungen? Das definitiv. Ich sehe mich so ein bisschen zwischendrin. Ich bin jetzt auch vom Alter her nicht so alt, dass ich sage, ich habe das Ganze verpasst, bin aber auch noch nicht so jung, dass ich da auch, die Generation Z, so werden die auch sehr gerne genannt, miterleben kann. Aber durch meine Nebentätigkeit als Dozent, auch im Bekanntenkreis habe ich sehr viel mit jungen Menschen zu tun, habe ich da schon einen sehr guten Einblick, habe auch den Anschluss nach oben, sage ich jetzt mal, nicht verpasst. Für mich ist auch zunächst mal hervorzuheben, dass ältere Generationen beispielsweise andere Werte, andere Prioritäten haben, die dann auch natürlich durch ihre eigenen Lebenserfahrungen geprägt sind. Beispielsweise hat man in anderen Zeiten gelebt, wo ja, ich sag mal, harte Arbeit oder lange Arbeitszeiten als notwendig, als ehrenhaft galten. Das hat sich natürlich mit der jungen Generation etwas geändert. Die legen viel mehr Wert auf die Work-Life-Balance, auf die persönliche Erfüllung, auf eine sinnhafte Tätigkeit, was dann auch bei Älteren leider als mangelnde Arbeitsmoral missverstanden werden kann.
Da ich jetzt aber, wie gesagt, den Einblick habe, viel auch mit diesen jungen Menschen sehr eng zusammenarbeite, immer im regelmäßigen Austausch bin, fällt es mir natürlich auch einfacher, diese Veränderungen wahrzunehmen. Ja, die jungen Talente suchen ja nicht nur nach Jobs, die ihnen die finanziellen Möglichkeiten geben, um über die Runden zu kommen, sondern die suchen nach Tätigkeiten, nach Jobs, die auch einen tieferen Sinn haben. Sie möchten beispielsweise in Unternehmen arbeiten, die soziale Verantwortung übernehmen und auch nachhaltige Praktiken fördern. Und von daher kann man schon sagen, dass ähm, die Ansprüche von Arbeitnehmern Richtung Arbeitgeber sich da geändert haben. Es reicht jetzt nicht nur, eine Arbeitsstelle zur Verfügung zu stellen, die finanziellen Reize oder die finanziellen Anreize zu bieten, sondern auch eine sinnstiftende Tätigkeit zu ermöglichen und diese auch dann dementsprechend zu kommunizieren. Die Sinnstiftung angeht, da haben wir natürlich als Unternehmen einen ganz großen Vorteil. Also, wir investieren ja, grundsätzlich, ziemlich viel Zeit und Ressourcen auch in das Thema Forschung und Entwicklung. Das heißt, wir können unseren Kunden auch Lösungen präsentieren, die natürlich deren Forschung wiederum auch unterstützen. Das heißt, um zum Beispiel alternative Therapieformen für Krebserkrankungen zu entwickeln oder vielleicht eben auch, Medikamente, zu erforschen und herzustellen, die dann wieder Alzheimer, ähm, zugutekommen, beziehungsweise diese Krankheiten vielleicht dann auch wieder, entgegenwirken. Von daher glaube ich, ist das schon ein 'n ganz großer Vorteil, den wir da gerade eben für die Ansprüche der jungen Generation mitbringen. Wir haben da, glaube ich, auch die beste Basis, weil jeder Mitarbeitende, egal ob er jetzt, in der Applikation arbeitet, eben in Forschung und Entwicklung, jeder trägt hier seinen kleinen Teil dazu bei, eigentlich, die Welt zu einem besseren Ort zu machen und eben genau solche alltäglichen Probleme auch zu lösen, die wahrscheinlich jeder auch in privaten Situationen schon mal durchmachen musste. Also, von daher finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Was natürlich auch für mich immer 'n Thema ist, beziehungsweise auch, glaube ich, sehr interessant in Bezug auf die Ansprüche an Arbeitgeber, ist immer so die Unternehmenskultur. Das ist ja auch immer so ein bisschen das, was man immer schlechter beeinflussen kann. Das ist ja einfach auch das, was viel verborgen vielleicht auch liegt, was die Unternehmensgeschichte mitbringt, was auch, unterbewusst gelebt wird. Wie empfindest du das? Also, spielt das auch viel eine Rolle, wenn du jetzt eben auch so mit den jungen Leuten, gerade du als Dozent, wenn ihr euch da vielleicht auch austauscht, erlebst du da auch was, dass das eine große Rolle spielt? Ja, definitiv. Ich meine, man muss es mal so betrachten, wir verbringen 8, 9, 10 Stunden auf der Arbeit, je nachdem, wie die Projektlage ist. Das heißt, 'n Großteil unserer täglichen Zeit, verbringen wir auf der Arbeit, sehen die Arbeitskollegen teilweise häufiger als Familie, Freunde. Von daher ist es auch sehr wichtig, in einem Umfeld sich aufzuhalten, in dem sich die Mitarbeiter auch sicher und wohlfühlen. Ähm, Deshalb ist die Unternehmenskultur auch sehr positiv zu gestalten, die auch idealerweise auf Wertschätzung und auf Respekt basiert. Das fördert dann auch die Motivation und das Engagement, die die Mitarbeiter dann an den Tag legen. Von daher ist die Unternehmenskultur oder die Prägung der Unternehmenskultur auch essentiell, insbesondere für die jungen Leute, die dann auch ihre wertvolle oder aus ihrer Meinung heraus ihre wertvolle Arbeitszeit dann auch hier bei der Arbeit verbringen wollen. Absolut. Und, so als, 3. Faktor, den ich auch immer so ein bisschen miterlebe, da werde ich auch viel auf Karrieremessen tatsächlich auch zu befragt, ist so die Entwicklungsmöglichkeit, die man eben in einem Unternehmen hat. Also, dass man eben auch vielleicht nicht auf der Stelle stehen bleibt, sondern über die Jahre auch immer wieder Möglichkeit bekommt, sein Potenzial zu entfalten. Auch da einfach da geht's nicht nur unbedingt, glaube ich, um Karriereentwicklung. Das heißt, für mich ist Karriereentwicklung auch nicht immer unbedingt damit verbunden, dass ich jetzt irgendwie in der Hierarchie nach oben, klettere, sondern, das ist für mich auch, ich entwickle mich fachlich weiter. Ich, habe vielleicht eine breitere Basis, was mein Wissen angeht. Vielleicht habe ich auch mal einfach eine Möglichkeit, in 'ne andere Abteilung zu schnuppern, die natürlich da auch gewisse Schnittstellen zu meiner, bisherigen Stelle hat. Also, jetzt natürlich nicht völlig fachfremd, aber ich glaube, auch das kann was sein, was natürlich attraktiv ist, wenn man eben weiß, man hat jetzt für sich vielleicht auch gemerkt, dass man sich einfach auch auf eine andere Art und Weise weiterentwickeln möchte, nicht unbedingt als Führungskraft, sondern eben auch, innerhalb des Unternehmens.
Wie würdest du da, die Bedeutung oder vielleicht auch eben die Möglichkeit bei Bruker bewerten? Ja, das können wir gerne unter dem Begriff lebenslanges Lernen zusammenfassen. Ich merke es auch, dass der Trend dahin geht. Du hast es ja eben auch kurz erwähnt. Es geht nicht mehr darum, in der Karriereleiter hochzuklettern, eine Führungsposition einzunehmen. Vor allem bei den jungen Talenten geht der Trend immer weg davon. Ist zumindest auch meine Meinung und mein Eindruck. Es geht vielmehr um Selbsterfüllung, ein Streben nach Sinnhaftigkeit, generell einen Mehrwert für die Gesellschaft zu erzeugen. Und ja, das ist immer bei den Jugendlichen, bei den Young Talents immer mehr in den Vordergrund gerückt. Und ich denke, genau hier können wir dann auch ansetzen. Innerhalb des Unternehmens gibt es dann auch zahlreiche Möglichkeiten, die wir anbieten können, um sich halt weiterzuentwickeln, ohne eine Führungsposition anzustreben. Und meine Aufgabe als HR und auch die Aufgabe meiner Kollegen ist es hier dann auch zu unterstützen und auch bei jedem Mitarbeiter individuell zu schauen, wie wir diese Selbsterfüllung ermöglichen und auch idealerweise erreichen können. Das kann auch durch eine fachliche Spezialisierung sein. Man kann ja auch Karriere machen, kann auch erfolgreich sein, indem man sich fachlich weiterentwickelt, sich in einen Bereich vertieft und auch da zum Experten wird. Wichtiger in meinen Augen auch ist die persönliche Weiterentwicklung, wenn man beispielsweise an seinen Soft Skills arbeiten kann, wie Teamarbeit und auch die Problemlösefähigkeiten verbessert. Und das ist ja auch schon eine Weiterentwicklung, was dann auch den Karrierefortschritt mit sich bringen kann. Lebenslanges Lernen spielt also da auch eine ganz entscheidende Rolle. Es reicht jetzt nicht mehr, jemanden auszubilden, der dann auch nach der Ausbildung bis zu seiner Rente mit seinem Wissen auskommen kann, dem das Ganze ausreicht. Es geht primär darum, immer ständig am Ball zu bleiben, sich kontinuierlich neue Fähigkeiten, neues Wissen anzueignen, das dann aber auch fachlich als auch persönlich sein kann. Daher, ist meiner Meinung nach die HR schon jetzt wichtig, wird aber auch in den nächsten Jahren noch wichtiger sein, da auch eine zentrale Bedeutung einnehmen im Unternehmen, auch dementsprechend auch Lernmethoden, Lernressourcen, Inhalte bereitzustellen für die Mitarbeiter, die es dann auch dadurch ermöglichen, wie gesagt, auf neuestem Stand zu bleiben und auch den wechselnden Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt sich anzupassen. Abschließend vielleicht noch so eine Frage, auch eben klar, in Bezug, auf deine Funktion als Dozent an der DHBW, die du erwähnt hattest. Vielleicht kannst du da einfach noch mal für dich auch, reflektieren. Wie hat sich, dadurch vielleicht auch deine Sichtweise auf den Fachkräftemangel verändert? Also, welche Trends und Entwicklungen siehst du da auch in den nächsten Jahren? Ja, ich merke es auch immer wieder und bin auch tatsächlich immer wieder positiv überrascht, sehr positiv überrascht, wie motiviert und, engagiert die jungen Leute immer sind. Sie bringen halt frische Ideen mit, auch teilweise neue Perspektiven, die wir in der Arbeitswelt nutzen können. Diese Perspektiven, die gibt's teilweise nicht, oder anders gesagt, wenig bis gar nicht vorhanden in der Arbeitswelt. Und das verdeutlicht mir halt auch, dass der Fachkräftemangel nicht nur eine Herausforderung ist, das kann auch gleichzeitig eine Chance sein, eben genau diese Perspektiven von den jungen Leuten mitzunehmen, daraus auch neue Ansätze zu nutzen und auch, ja, diese zu fördern. Was, sich jedoch in meiner Sichtweise wirklich geändert hat, insbesondere auch für mich persönlich, ist das Verständnis für die tiefergehenden Motivationen und Werte dieser Generation. Die jungen Leute, die junge Generation legt ja viel Wert auf sinnstiftende Tätigkeit und möchten idealerweise auch in einem Unternehmen tätig sein, die einen positiven gesellschaftlichen Beitrag leisten. Du hast ja eben auch, erzählt, was die BRUKA alles macht. Es ist ja für die Allgemeinheit sehr wichtig. Wir bringen ja auch einen sehr großen Mehrwert für die Gesellschaft und für die Allgemeinheit. Ist auch der Grund, warum ich hier bei BRUKA tätig bin. Und wenn man Teil davon ist, auch für die Allgemeinheit, für die Gesellschaft was, leisten kann, ist es auch eine sehr große Bereicherung und das ist halt auch die Denkweise von den jungen Leuten, von der jungen Generation, die man auch für sich gewinnen kann. Auch das Thema Flexibilität, Work-Life-Balance. Ich finde, dass wir da auch sehr viel lernen können von den jungen Talents, von den jungen Generationen. Sie zeigen uns eigentlich, dass wir auch ein Bewusstsein für die eigene Lebenszeit mitbringen müssen, für die eigene Gesundheit, dass wir diese in den Vordergrund rücken müssen. Viele sehen das ja leider als mangelnde Arbeitsmoral oder irgendwie als egoistische Arbeitseinstellung. Ich finde, das ist eigentlich eine Wertschätzung der eigenen Person gegenüber, der eigenen Gesundheit
Und wenn man es mal aus der Perspektive sich betrachtet, ist es was sehr Schönes, dass man da auch Wert oder die Wertschätzung, ja, für sich selber mitbringt und auch weiß: „Okay, meine Arbeitszeit, meine Lebenszeit, ist auch was wert und meine Gesundheit, steht auch im Vordergrund.“ Und wenn wir als Unternehmen, wenn wir als HR, den Sinn dahinter auch verstehen und diesen auch, ja, etwas mehr in den Vordergrund rücken, auch Teil von unserer Unternehmenskultur machen, tragen wir dann auch indirekt oder halt auch direkt extrem zur Gesundheit und auch zur Zufriedenheit der Mitarbeiter bei. Und am Ende profitieren halt auch beide Seiten davon. Es ist eine Win-Win-Situation, für das Unternehmen als auch für den Mitarbeiter. Also, kurz gefasst kann ich schon sagen, es hat meine Sichtweise darauf verändert, wie wir Arbeitsplätze gestalten sollten, wie wir das Arbeitsumfeld, wahrnehmen sollten. Es ist wichtig, dass wir flexible Arbeitszeitmodelle anbieten, um auch als attraktiver Arbeitgeber auftreten zu können, die Attraktivität erhöhen können und auch die Bedürfnisse der jungen Talente zu berücksichtigen. Von daher, ja, meine Sichtweise hat es schon zum Positiven verändert und ich lerne auch täglich von den jungen Talenten mehr dazu. Ich finde es schön, was du gerade gesagt hast, dass eben dieser Fachkräftemangel nicht nur Herausforderung ist, sondern auch Chance. Und, ich glaube, damit können wir ganz gut abschließen. Da möchte ich mich bei dir bedanken, Erhan, für die spannenden Einblicke. Das war's für heute bei We Discover Together im Bruker Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch gerne unseren Podcast, um auch keine zukünftigen Folgen mehr zu verpassen. Wir freuen uns darauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss! Tschüss.